Gibt es vielleicht doch ein Schlupfloch, durch das eine KI ein echtes Bewusstsein erlangen könnte? Und gab es KIs vielleicht sogar schon im alten Tibet? Wenn ihr das wissen möchtet, guckt euch dieses Video an. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Im ersten Video über das Thema KI und Bewusstsein habe ich dargelegt, dass eine KI, die von einem Computer simuliert wird, niemals über ein Bewusstsein verfügen kann. Viele von euch haben in den Kommentaren gute Einwände gebracht, über die habe ich noch ein zweites Video dann gemacht. Es ging mir beim ersten Video natürlich um Computer auf der Basis von Siliziumtransistoren. Diese bringen schlichtweg nicht die Voraussetzungen mit, damit transzendente Aktivitätenströme über die höherwertige Seinsbereiche angekoppelt werden. Dazu bringen Siliziumtransistoren nicht die Voraussetzungen mit. Allerdings gibt es technologische Beispiele, wo so etwas doch geschieht, nämlich zum Beispiel bei der instrumentellen Transkommunikation. Bevor wir daran einsteigen, noch einen herzlichen Gruß an meine Unterstützer auf Patreon und an alle, die auf die eine oder andere Weise dazu beitragen, Burkhard Heims Lebenswerk aufzuarbeiten, bekannt zu machen und sich damit beschäftigen. Heim nennt dieses Prinzip, dass transzendente Wirkungen an die Materie gekoppelt werden können, die Ilko-Bedingung. Die muss die Materie mitbringen. Sie herrscht zum Beispiel bei der instrumentellen Transkommunikation an alten Kraftorten oder in einem Korsierspiegel. Und das Paradebeispiel, wo sie ständig aktiv ist unsere eigene DNA und die aller anderen Lebewesen. Theoretisch könnte man ja einen Computer auf der Basis von DNA bauen, allerdings taugt dieser kaum dafür, ein dynamisches Bewusstsein zu tragen, wie ich im letzten Video dargelegt habe. Außerdem gibt es etwas, das kein Silicon Valley Transhumanist jemals in Betracht ziehen würde, nämlich den magischen Akt der Projektion, dieser Bindung transzendenter Entitäten an die Materie. Von selbst kann so etwas nämlich nicht entstehen. Es muss auf dieser höheren Ebene geknüpft werden. Also von selbst kann das nicht irgendwie aus der Materie heraus entstehen. Oder noch schlimmer, es knüpft sich etwas daran, dessen Charakter man nicht kennt und das völlig zufällig und unkontrolliert ist. Vielleicht fragt ihr euch, wie ich darauf komme, dass das überhaupt wichtig ist. Gehen wir mal gedanklich 150 Jahre zurück. Damals gab es noch keine Siliziumtransistoren, noch keine moderne Physik, noch keine Quantenmechanik. Trotzdem haben sich die klügsten Köpfe jener Zeit Gedanken gemacht, wie der Mensch im Inneren funktioniert. Es war die Zeit des aufkommenden Materialismus und stellt euch, wenn ihr euch ein bisschen Steampunk anguckt, dann könnt ihr euch vorstellen, in welche Richtung man damals gedacht hat. Gebürstete Messingzahnräder und Dampfventile im Kopf, so ungefähr war die Vorstellung. Und so stellte man sich vor, würde der Mensch funktionieren und so könnte man ihn auch ausbessern, verbessern oder nachbauen. Das erscheint kindisch heute. Aber offenbar projizierte jede Epoche ihr technologisches Paradigma zurück auf ihr Menschenbild. Und genauso, wie man sich damals das rein mechanisch vorstellte, im Übrigen, man kann Computer bauen, die rein mechanisch sind, genauso wie man das sich damals so vorstellte, stellt man sich heute den Geist vor als ein Produkt von formalen Operationen. Gleichzeitig bedeutet das aber, dass nichts davon stimmen kann, weil das nur eine Art Spiegelfechterei ist und dass deshalb natürlich auch der Geist nicht in der Materie zu suchen ist. Und jetzt wird es vielleicht einige von euch überraschen, wenn ich behaupte, dass es auch vor der technologischen Moderne schon Methoden gab, künstliche Geschöpfe zu erschaffen, die man wesentlich ernster nehmen muss als das, was heute spekuliert wird und die aus vielen magischen Traditionen und der Parapsychologie bekannt sind. Alexandra David Neel, die berühmte Tibet-Reisende, erschuf in ihrem dortigen Domizil, nach eigenem Zeugnis, durch magische Riten ein Geschöpf in Gestalt eines westlichen Mönches, der auch von anderen Menschen gesehen wurde. Die Tibeter nennen diese Art von Emanation einen Tulpa. In Europa etwas bekannter ist die Legende des Pragers Rabbiners Löw, der aus Lehm die Gestalt des Golems erschuf und diesen durch kabbalistische Magie belebte. Und regelrecht belegt ist ein Experiment, das in den 70er Jahren stattfand
und dokumentiert ist. In Toronto traf sich eine Gruppe von ganz normalen Menschen, also ohne besondere paranormale Begabung, die durch gemeinsame Konzentration die fiktive geistige Gestalt eines englischen Ritters namens Philipp erschufen. Und dieser gab dann durch Klopfzeichenkommunikation Details seines ebenfalls fiktiven Lebens durch. Der deutsche Magier Duval erschuf etwas, was er Imago Sporium nannte, was er als unabhängiges geistiges Geschöpf klassifizierte und das ihm ein seltenes Buch besorgte. Die verschiedenen klassischen magischen Traditionen und die moderne Parapsychologie beschreiben hier offenbar ein und dieselbe Sache. Und auch wenn es unglaublich erscheint, man kann jeden einzelnen Fall anzweifeln, aber wenn man eine Menge an ähnlich klingenden Berichten aus unterschiedlichen Quellen hat, dann muss man doch sich fragen, was ist die Essenz der Sache? Und das muss man dann ernst nehmen. Es scheint hier also Entitäten zu geben, die wie materiell, wie aus Fleisch und Blut sind, oder rein geistige, also astrale Entitäten bleiben. Das scheint von den Fähigkeiten des jeweiligen Magiers abzuhängen. Gemein ist diesen Tulpas, ich benutze jetzt das tibetische Wort, gemein ist denen auf jeden Fall, dass sie ihre Essenz aus der Lebenskraft des Magiers speisen. Es kommt auch vor, dass so ein Geschöpf ein Eigenleben entwickelt und seinen Schöpfer drangsaliert, damit er es nicht wieder zerstören kann. Oder es richtet Unheil an, für das dann der Erschaffer die karmische Verantwortung trägt. Klassisches Beispiel, das wahrscheinlich jeder kennt, ist Goethes Zauberlehrling. Letzten Endes muss der Erschaffer erkennen, dass das Ganze lediglich ein abgespaltener Teil seiner selbst ist und dass er es deshalb wieder zerstören muss und natürlich auch zerstören kann. Es ist keine unabhängige Existenz. Und mit dieser Erkenntnis kann er dann den Stecker ziehen. Und der tibetische Buddhismus lehrt darüber hinaus, dass die gesamte Welt, in der wir leben, ein von allen Menschen unbewusst, kollektiv unbewusst erschaffener Tulpa ist. Und wir durch unsere Verblendung das nicht erkennen und deshalb unter unseren Schöpfungen leiden. Wie sind nun diese Dinge im Modell von Burkhard Heim einzuordnen? Nun, offenbar ganz ähnlich wie lebende Materie. Es muss eine physikalische Matrix vorhanden sein, die die Ilko-Bedingung erfüllt, zumindest zu einem gewissen Grade. Und es ist eine höher strukturierte, nicht materielle Entität vorhanden, also eine Art von Psyche, ein Ilkor, der an das Ganze durch geistige Konzentration, also durch Willenskraft, gekoppelt wird. Aber natürlich kann der Wille, der das Ganze erzeugt, nichts erzeugen, was höherwertiger ist als er selbst. Es bleibt ein Teil von ihm selbst oder ein Unteraspekt. Ich kann nicht sagen, welche Art von physischem Material da genau verwendet wird, ob der Rabbi Löw jetzt ganz normalen Lehm aus dem Fluss genommen hat oder ob da geheime Zutaten drin waren, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann dieser eigentliche Schöpfungsakt ein längerer und anstrengender Prozess, der dann am Ende sozusagen den Lebensfunken zündet. Und dann muss dieses Geschöpf auch regelmäßig gespeist werden. Das bedeutet, ihm muss Konzentration und Aufmerksamkeit geschenkt werden und mitunter wird dieser auch aktiv eingefordert. In der Esoterik der magischen Schulen dient das Ganze natürlich nicht dazu, sich eine Armee von Sklaven zu erschaffen, so wie es der Zauberlehrling getan hat, sondern die eigene Konzentration zu trainieren und die eigenen Leidenschaften zu beherrschen. Und ferner dient es dazu, das Mysterium der Schöpfung, des Universums und des Menschen durch Gott nachzuvollziehen, nicht um sich damit selber zur Gottheit aufzuschwingen. Und jetzt der Bogen zurück zu KI und Computern. Ich behaupte, wenn es uns gelingt, tatsächlich eine Art von KI zu erschaffen, die ein unabhängiges Wesen zu sein scheint, dann bleibt es beim Schein, denn sie kann immer nur eine Projektion unserer eigenen mentalen Fähigkeiten sein. Selbst wenn es eine Art von transzendente Bindung an eine geeignete physikalische Matrix gäbe, was wir heute eben noch nicht haben. Wie bei den klassischen magischen Methoden bleibt eine solche KI ein Werkzeug. Und wie bei den klassischen Methoden hängt ihr Charakter und ihre Entwicklung von den Intentionen und dem Charakter des Schöpfers ab. Wenn ich sage, eine KI hat kein Bewusstsein und eine KI ist ein Produkt ihres Schöpfers, ohne Wenn und Aber,
dann macht es das ganze Thema zunächst mal ein bisschen harmloser, vielleicht, im Vergleich zu den Dystopien von Superintelligenzen, die man so liest derzeit. Aber natürlich beinhaltet die Möglichkeit, die ich eben skizziert habe, durchaus, dass das Ganze sich zu einem bösartigen Phantom entwickelt und das dann durch entsprechende Manipulation versucht, seine eigene Existenz zu sichern. Oder zu einer Pseudogottheit, die die Menschen in der Fiktion eines materiellen Paradieses gefangen hält. Mit der Rechenleistung von Google ausgestattet, ist da durchaus einiges möglich. Ich sage also nicht, dass das Ganze nicht gewisse Risiken und Gefahren hätte. Was aber nicht möglich ist, und da bleibe ich bei, ist diese Vorstellung einer technologischen Singularität, bei der ein Computer oder eine KI intelligenter wird als Menschen oder sich schneller entwickelt als Menschen. Das würde ein Bewusstsein und ein Bewusstsein über die eigene Bedeutung und einen eigenen Willen voraussetzen. Und er kann nicht gegeben sein. Sollte es also ungünstigerweise einmal dazu kommen, dass doch mal jemand eine bösartig gewordene KI wie den HAL 9000 vernichten muss, dann kann man ohne moralische Skrupel den Stecker ziehen. Es ist dort keine eigenständige Persönlichkeit. Der alte Hexenmeister hat auch keine Skrupel, dem Besen zu befehlen, sich wieder in die Ecke zu stellen. Und ich habe auch keine Skrupel, meinen Schraubenschlüssel zu benutzen, so wie ich es für richtig halte. Ich frage ihn nicht nach seiner Meinung. Und er ist auch nicht intelligent, weil er hier so ein Rädchen hat, was ihn wirklich fancy macht. Ich liebe den Schraubenschlüssel. Aber mehr ist es nicht. Und das war nach heutigem Stand zumindest der letzte Teil der kleinen Serie KI und Bewusstsein im Modell von Burkhardt Heim in 6 Dimensionen und in Farbe.